Hi, du bist bei Writer's Statement, dem Podcast übers Drehbuchschreiben. Heute sprechen wir über den Einstieg in die Filmbranche und über unsere eigenen Werdegänge. Ich bin Vittorio Mosaki, ich bin Drehbuchautorin und Regisseurin. Ich habe erst letztes Jahr meinen Abschluss in Serial Storytelling gemacht und habe einige Serien in Vorbereitung, saß in sehr vielen Writers Rooms und habe gerade erst einen Kurzfilm gedreht, der von der Filmstiftung gefördert wurde. Als Regisseurin. Als Regisseurin. Ich heiße Stefanie Rehn. Ich bin Drehbuchautorin und bald auch Showrunnerin meiner eigenen Serie. Aktuell habe ich eine Paramount Plus Serie geschrieben als Head-Autorin. Die kann man sich bei Magenta TV anschauen. Und auch einen Netflix-Film geschrieben, der ist für Jojo. Den kann man sich bei Netflix anschauen. Steffi, erzähl doch gerne mal, wie bist du zum Drehbuchschreiben gekommen? Wie war so dein Werdegang? Da muss ich sehr weit zurückgehen und ganz früh anfangen, weil ich bin in Taiwan geboren und im Nordschwarzwald aufgewachsen. Ich habe einen chinesischen Vater und eine deutsche Mutter und bei uns zu Hause wurde Chinesisch gesprochen. Ich kann aber kein Chinesisch, weil meine Schwester ist älter als ich, die war in Taiwan noch im Kindergarten und hat das ganz anders mitbekommen. Meine Mutter sprach perfekt Chinesisch und mein Vater hat sich schwer getan, Deutsch zu lernen. Und dann haben sie gesagt, ich glaube, es gab damals auch so diesen Glauben, dass Kinder verwirrt sind, wenn sie zwei Sprachen gleichzeitig lernen. Gott. Und deswegen wollten sie, dass ich mich sehr gut nach Deutschland integriere. Und deswegen haben sie mir kein Chinesisch beigebracht, was dazu geführt hat, dass ich innerhalb meiner Familie so ein bisschen ausgeschlossen war manchmal und auch in dem schwäbischen Dorf nicht so richtig wir als Familie dazugehört haben. Und als mir dann meine Mutter, als ich 10 war, ein Tagebuch geschenkt hat, das war, als ob sie mir einen Schlüssel zu einer neuen Welt gegeben hatte, weil plötzlich alle diese Gedanken, die ich in meinem Kopf hatte und sonst immer nur so am Rand stand, am Rand in meiner Familie, am Rand in diesem Dorf, am Rand in der Schule, plötzlich hatte ich eine eigene Welt, in die ich eintauchen konnte und wo ich alles reingeschrieben habe. Da habe ich reingeschrieben, was mir heute passiert ist, was super langweilig ist, wenn man sich das heute durchliest. Aber ich habe auch damals schon angefangen, Gedichte zu schreiben, Kurzgeschichten zu schreiben. Ich wollte immer Songschreiberin werden eigentlich. Da gibt's sehr dramatische, melodramatische Texte von einer 10-jährigen Steffi. Oh, bitte bring mal mit. Weiß ich nicht. Und das hat mir meine Liebe zum Schreiben auf jeden Fall eröffnet, dass ich dieses Tagebuch bekommen habe. Und Filme und Serien habe ich immer schon geliebt. Und mir war dann klar, ich will irgendwas mit Film machen und mit Schreiben. Und dann habe ich eben geguckt, was gibt's eigentlich so? Und habe dann gesehen, dass es bei mir in der Nähe die Filmakademie Ludwigsburg gibt, die auch Praktika anbietet. Und das war dann für mich der erste Weg nach dem Abi, war dort ein Praktikum zu machen. Und als ich meinen ersten Fuß quasi auf diesen Campus gesetzt hatte, wusste ich, hier gehöre ich hin und hier bin ich zu Hause. Und das ist richtig, das fühlte sich richtig an. Und dann habe ich mich da auch beworben, dann für Drehbuch und bin dann auch direkt angenommen worden. Da war ich gerade 20 geworden und habe dann angefangen zu studieren, war die jüngste in meinem Jahr, aber wusste schon sehr klar, was ich hier machen will. So und hatte, glaube ich, ein bisschen damit zu kämpfen, ernst genommen zu werden, so als sehr junge Frau mit Migrationshintergrund. Und habe mich dann aber durchgeschlagen und habe 2013 meinen Abschluss gemacht und bin seitdem freiberufliche Drehbuchautorin, habe unter anderem eine RTL-Sitcom mit Jochen Busse geschrieben, einen kleinen Kinofilm namens Cleo mit C, eine Paramount Plus Serie, die man mittlerweile allerdings auf Magenta TV gucken kann. A Thin Line heißt die und ein Netflix-Film mit Caro Kult in der Hauptrolle für Jojo. Genau. Also mittlerweile eine sehr erfolgreiche Drehbuchautorin. Wenn du das so sagst. Es kommt ja noch ganz viel von dir, oder? Wir dürfen ja die nächsten Jahre ganz viel erwarten, so wie ich das in so Hinterzimmern gehört habe. Es kommt auf jeden Fall bald was Neues von mir, wo ich zum ersten Mal Showrunnerin bin und Creatorin und die Bücher alleine geschrieben habe für meine neue Serie für die ARD-Mediathek. High five. Mega geil, das freut mich sehr. Ja, das freut mich auch riesig, aber dauert jetzt auch noch ein bisschen, bis es draußen ist. Aber Vittoria, erzähl du doch mal, wie bist du denn zum Drehbuchschreiben gekommen, beziehungsweise zum Filmemachen? Du bist ja auch nicht nur Drehbuchautorin, bist ja auch Regisseurin.
Ja, ich weiß immer nicht, wo ich bei meinem Werdegang anfangen soll, weil es einfach also, es gab so super viele Steps. Also, es gab ganz viele Steps, die mich, enorm geprägt haben und auch meinen Werdegang. Ich bin ja Flüchtlingskind, also wir sind 1996 mit meiner Familie und meinen 4 Geschwistern tatsächlich damals noch, jetzt sind wir mittlerweile 6 Mhm. Geschwister, aus dem Kosovo geflohen, sind dann nach Deutschland gekommen und, ich bin dann als ich in die 5. Klasse gekommen bin, bin ich dann auf die Hauptschule gekommen und war da auch bis zur 10. Und ich kann nur sagen, das war eine echt geile Zeit, weil ich war eine super gute Schülerin. Ich war total engagiert. Ich war Klassensprecherin. Ich hatte meine eigene Kunst-AG, die hieß, Paint My School. Ich Kann wollte ich mir sie alles sofort vorstellen. Mega. ich wollte sie Pimp My School nennen und dann haben die Lehrerinnen gesagt: „Ne, Viktoria, Damals gab's ja, glaube ich, noch MTV mit Pimp My Car und so. Ich fand das mega geil, aber durfte ich nicht. Und ich habe tatsächlich damals auch schon, so wie du, Songtexte geschrieben, sehr viel und Gedichte an Freundinnen, und Raptexte. Also, ich habe gerappt. Ich war total, der Rap-Fan, weil das einfach so die Stimme von uns war. Wir haben uns immer so abseits der Gesellschaft gefühlt auf der Hauptschule und deshalb war Schreiben so das, irgendwie auch eine Ausdrucksform, in der du einfach irgendwie deine Gefühle verbalisieren konntest und auch die Wut, an die Gesellschaft. Ja. Und dann habe ich danach mein Abitur gemacht und habe sehr viel fotografiert und war auch sehr, sehr fernsehsüchtig. Also, meine Eltern mussten mich echt immer vom Fernseher wegziehen. Das war bei mir auch so. Oh, das ist so krass. Oder jetzt denke ich so: „Ja, war doch klar. Ihr hättet doch wissen müssen, was aus mir werden kann." Ja. Und Ich finde auch, ich zehre total davon, dass ich, seit ich 3 bin oder so, pausenlos vorm Fernseher hing und ich ja, das alles kenne. Warum? Weil ich so viel Fernsehen geguckt habe. Meine Eltern waren auch mhm. irgendwann so: Können wir auch nichts mehr jetzt dran ändern." Hatte ich irgendwann relativ bald meinen eigenen Fernseher im Zimmer und habe dann alles rauf und runter geguckt. Aber man zehrt total davon, also ich Voll. zumindest, von dieser Filmschule, die man sich selbst gegeben hat. Ja, Sehgewohnheiten trainieren. Voll. Genau, und dann habe ich mein Abitur gemacht und habe danach Literatur, Kultur, Medien und Sozialwissenschaften studiert. Und das war beides ziemlich geil für mich, weil ich kam aus, so einer Kleinstadt, aus dem Westerwald. Und dann kam ich auf einmal nach Siegen und Siegen ist halt also, es gibt so Sprüche: „Was ist schlimmer als verlieren? Siegen." Ja, das ist absurd. Und das war für mich halt total groß, irgendwie so an der Uni zu sein, weil ich weiß noch, auf der Hauptschule in der 7. Klasse sollte ich, 'ne Realschulempfehlung bekommen. Und ich habe meiner Lehrerin gesagt: „Meine Eltern wollen mich zwingen. Ich will nicht auf die Realschule, weil ich hatte keinen Bock auf die Kids mit den Markenklamotten." Und, es war halt alles so relativ weiß. Ich wollte wirklich einfach so das war so meine Base, da wollte ich Ja. bleiben. Und dann habe ich aber trotzdem meiner Lehrerin gesagt: „Ich will mal studieren." Und die haben sich kaputtgelacht. Mhm. Und dann war ich in Siegen an der Uni und war einfach so: „Alter, das passiert gerade. Ich bin eingeschrieben." Schön. Und das war total geil, weil also Sozialwissenschaften, so irgendwie die Gesellschaft näher kennenzulernen und einfach so aus einer wissenschaftlichen Sicht mal zu checken, wie funktionieren Gesellschaftsdynamiken. Mhm. Aber auch so zu sehen, ja krass, es gibt so was wie Machiavelli und so, ne? Und es kann nicht sein, dass wir Machiavelli lehren. Mhm. Es ist ja einfach menschenverachtend Ja. teilweise. Und da habe ich aber nebenbei ein sehr schönes Hobby gefunden. Ich habe nämlich Campus TV gemacht. Was ist das? Das ist das Campusfernsehen, an der Uni, also in Mhm. Siegen. Und da haben wir also ich war dann Chef vom Dienst und habe mit meinen besten Freunden da, quasi so journalistische Formate gemacht und wir haben ein Comedy-Format entwickelt. Wir waren ja am Harter Berg und, unser Comedy-Format hieß „Hart am Limit." Also so geschrieben wie der Harter Berg halt. Mhm. Und das war echt richtig toll, weil wir haben da im Studio geschlafen und haben uns da irgendwie wir hatten richtig Spaß dran, haben uns alle einfach Mühe gegeben. Mhm. Und ich wollte danach aber dann mehr so in die künstlerische Richtung und auch mehr Film machen und, habe dann gedacht, wenn ich jetzt weiter wissenschaftlich weiterarbeite oder was studiere, dann komme ich da nicht mehr weg, weil ich
liebe die Wissenschaft. Ich habe auch immer noch meine Promotionsarbeit im Rücken, die auf mich wartet, aber man muss sich dann halt manchmal entscheiden. Und dann habe ich gedacht, ich muss was Künstlerisches machen und habe mich an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig beworben, unter anderem, und wurde da genommen. Und das war für mich echt, also nachdem ich einmal schon studiert hatte, dann an eine Kunstschule zu gehen, boah, das war so krass, weil du kennst das ja auch, ne, so Migra-Eltern. Alles, was Kunst ist, ist halt so ein bisschen, ja, da gibt's kein Brot. Mach das lieber nicht. Ja, mein Vater versteht bis heute nicht genau, womit ich mein Geld eigentlich verdiene. Ja, ich glaube, eigentlich denken die immer nur, wenn man vor der Kamera steht, das ist ein Job. Ja. Alles, was dahinter ist halt so ein Mysterium. Ja. Und dann habe ich in Braunschweig an der Kunstschule Dokumentarfilme gemacht und Poetry-Filme, also so ein Mix aus Experimentalfilmen und so sehr ästhetischen Filmen, würde ich jetzt sagen. Und habe die Texte eben selber geschrieben und habe auch damals schon Drehbücher geschrieben. Aber ich hatte halt einfach nicht die Zugänge so richtig zum Drehbuchschreiben. Aber du hattest schon den Wunsch, du willst eigentlich zum Film oder wusstest noch nicht genau? Okay. Doch. Ich wollte schon immer zum Film. Okay. Also ich habe auch damals, als ich in Siegen studiert habe, war eigentlich mein Ziel, Film zu machen. Aber es war alles so diffus und ich musste sehr viele Umwege gehen, um dann dahin zu kommen und zu sehen, was bedeutet das denn überhaupt? Was gibt's denn da? Und dann bin ich nach meinem Abschluss in Braunschweig nach Köln gekommen und habe hier für den WDR gearbeitet, viele Jahre. Und habe so journalistische Formate gemacht, auch für die Unterhaltungsredaktion gearbeitet und habe dann nebenbei ganz viel so Produktionsleitung gemacht, ZAL, Regieassistenz, auch mit dem Ziel, die Branche einfach näher kennenzulernen und auch genau zu checken, wie sind denn die Produktionsprozesse. Weil, also ich glaube schon, dass ich meine Drehbücher so schreiben kann, dass ich sagen kann, ich weiß, dass wir kein Swimmingpool auf die Autobahn bauen können, weil es ist einfach utopisch. Ich weiß, dass ich einen Science-Fiction-Film niemals schreiben werde, weil ich mir denke, ob das finanziert wird oder nicht, liegt in den Sternen. Und das war total gut und trotzdem, also trotz dieser ganzen Arbeit in der Filmbranche war es halt nie möglich zu sagen, ich bin Regisseurin und Drehbuchautorin. Also du kannst es sagen, aber du hast halt nicht so die Credits dafür. Und dann habe ich gemerkt, ja, also du brauchst dieses Prestige einer Filmschule und habe mich dann entschieden, an der Filmschule in Köln Serial Storytelling zu studieren, auch weil es ein Master ist und es nur 2 Jahre ging, weil ich hatte ja schon einen Bachelor und einen Master und dann noch einen zweiten Master, also wie lange will man dann studieren so? Und es war auch echt, also ich habe auch lange mit mir gehadert, weil es einfach sehr teuer ist. Und ich hatte okay verdient, so auch nach dem Studium, aber halt nicht lang genug, um zu sagen, ich habe einen finanziellen Puffer. Und das war jetzt echt schon finanziell so richtig, das hat mich schon an meine Grenzen gebracht, worüber wir ja gleich auch nochmal sprechen wollen, was es halt bedeutet, so einen Einstieg zu bekommen und was man bereit ist dafür zu tun. Aber es war schon, also 2 Jahre lang richtiger Hustle, Vollzeitstudium, Vollzeitarbeit nebenbei, damit ich es mir finanzieren kann. Um dann richtig broke, aber mega glücklich aus dem Studium zu gehen und jetzt sagen zu können, ich bin Drehbuchautorin. Das finde ich sehr, sehr beeindruckend, dein Werdegang und wie du da hingekommen bist und was du alles davor schon gemacht hast. Weil ich finde ja, man braucht kein Zertifikat eigentlich dafür. Aber natürlich alles, was du erlebt hast, das hat dich natürlich geformt und dich dahin gebracht, dass du jetzt das Wissen hast, was einem sehr viel helfen wird, um den Einstieg in die Branche tatsächlich auch zu schaffen. Was würdest du denn sagen, was sind so die Herausforderungen bei einem Einstieg oder wie kann ein Einstieg gut gelingen? Also wie ein Einstieg gut gelingen kann, weiß ich nicht. Ich glaube, also die Branche ist so vielfältig und wir haben so viele Leute, die interdisziplinär gearbeitet haben und in also über Umwege reingeraten sind, dass ich glaube, es gibt sehr viele Wege reinzukommen und das geht über Praktika, das geht über Setarbeit. Das muss nicht über ein Studium gehen. Wir haben jetzt natürlich wirklich beide das Privileg, dass wir das gemacht haben. Ja. Aber ich glaube und ich wünsche mir, dass sich das auch in der Zukunft ändert, dass man es einfacher reinschaffen kann. Und ich
könnte mir vorstellen, weil ich kann es jetzt natürlich selber nicht sagen, weil ich einen anderen Werdegang habe, aber es gibt ja sowas wie Drehbuchwerkstatt München. Es gibt Filmwerkstätten, die überall in jedem Bundesland Schreibkurse anbieten und so weiter. Ich weiß nicht, ob das so ein krasses Sprungbrett ist. Ich glaube nicht, dass, wenn man es einmal gemacht hat, dass es dann geschafft ist sozusagen, aber es ist ein Anfang und es macht etwas mit deinem Selbstbewusstsein, weil ich habe vor meinem Studium ja auch Kurse an der IFS belegt, also an der Internationalen Filmschule in Köln. Ich habe da zum Beispiel die Summer School Screenwriting gemacht, was für mich total toll war, weil Keith Cunningham ist da Dozent und der hat, finde ich, so eine ganz tolle psychologische Art, mit dem Drehbuchschreiben umzugehen. Mir hat das total gefallen, weil ich selber aus den Sozialwissenschaften komme und dem einfach sehr verbunden bin. Und ich habe da sofort connected und war super committed einfach dieser Sache. Drehbuch schreiben, das ist es jetzt. Und das hat mir Selbstbewusstsein gegeben. Und das ist, glaube ich, so ein Weg, wie baut man sich an Selbstbewusstsein auf, um dann die richtigen Leute anzusprechen. Weil ich habe danach schon weiter Drehbücher geschrieben und gesagt, ich tue mich mit Leuten zusammen und so weiter. Und nichtsdestotrotz habe ich dann nochmal studiert, aber ich glaube, es gibt Wege, wie du über Praktika, über solche Kurse reinkommst und über Kontakte. Also gut netzwerken, Leute kennenlernen, Leute ansprechen und gucken, gibt es vielleicht Leute, mit denen du zusammenarbeiten möchtest, und auch einfach mal fragen, hey, ich komme mit dir in deinen Writers Room und ich koche für euch Kaffee oder was auch immer. Ich möchte einfach mal sehen, was ihr da macht, und ich möchte das verstehen. Ja, ich glaube auch, dass es viele Wege gibt. Der Vorteil von einem Studium ist ganz klar, dass man so einen geschützten Raum hat, in dem man sich ausprobieren kann und auch mal hinfallen darf und aus seinen Fehlern lernen darf. Und das eben alles in einem sehr geschützten Raum. Wenn man in einem Praktikum jetzt ist, dann ist man natürlich direkt so mittendrin, was aber auch sehr, sehr toll ist, weil man direkt so das echte Leben dann an einem Set zum Beispiel miterlebt. Und ich glaube, daraus auch sehr, sehr viel Gutes ziehen kann. Ich glaube eben auch, es gibt nicht den einen Weg, und es ist vielleicht leichter sogar, sich einfach mal bei einer Produktionsfirma vorzustellen, als sich jetzt um Schreibkurse zu bewerben, weil auch da muss man ja wieder genommen werden. Klar, auch für ein Praktikum muss man genommen werden. Aber vielleicht ist der Einstieg leichter, über was Praktisches erstmal reinzuschnuppern, sozusagen, und zu gucken, ob das wirklich überhaupt was für einen ist. Weil ich finde, es kommt ja auch dazu die Frage, warum will man das überhaupt machen? Was sind so die Intentionen dahinter oder die Erwartungen, die man hat? Kannst du so ein bisschen sagen, was so gute Erwartungen sind, die man an den Beruf des Drehbuchschreiberlings haben kann? Du meinst jetzt so persönliche Erwartungen oder jobtechnische Erwartungen? Sowohl als auch. Also ich kann ja nur erzählen, was so meine Erwartungen daran sind. Und dadurch, dass ich einfach auch schon immer geschrieben habe, ob es jetzt irgendwie Songtexte, Raptexte, Tagebuch, Gedichte waren, was auch immer. Es war für mich, die sehr lange, würde ich sagen, eine Sprache verloren hat, die ihr Land verloren hat, die ihre Familie verloren hat, die in der Schule nur Deutsch sprechen konnte und so weiter, die wirklich einfach einen Sprachverlust erlitten hat. Ja. Für mich war es eine Form, mich emotional auszudrücken, weil ich das nicht hatte. Und wenn man Eltern hat, die selber traumatisiert sind, ist es nicht so, dass man da am Tisch sitzt und sagt, kleine Fitore, erzähl mal, wie geht's dir im Inneren? Sondern es ist eigentlich es ist ein permanenter Überlebenskampf, weil du kommst an, du kennst die Sprache nicht, du hast keine Ressourcen. Und das für mich so ein Ausdrucksmittel war, was gleichzeitig auch sehr therapeutisch war, das ist es heute für mich immer noch. Also die Erwartung an meinem Schreiben, dass ich das, was ich erlebe und erlebt habe, in Worte fassen kann, in Geschichten, und dass ich auf Missstände aufmerksam machen kann, weil ich beschäftige mich ja sehr mit Machtverhältnissen, mit Klassenkämpfen, mit Diskriminierungsformen. Das hört sich jetzt alles so ernst an, aber es ist sehr oft auch sehr humoristisch, weil ich glaube, dass man nur so überleben kann. Aber das ist so die Erwartung, und
im Englischen würde man sagen, the urge, also Ja. so die Notwendigkeit, dass man das verbalisiert. Und bei mir ist es dann auch noch so, dass ich das natürlich auch im Bild sehen will. Mhm. Also Regie macht mir unfassbar viel Spaß. Ich liebe es zu inszenieren, weil ich glaube, dass ich auch sehr gut mit Menschen kann, einfach weil ich schon sehr, sehr viel mit Menschen gearbeitet habe. Und ich merke immer wieder, dass mir der Zugang einfach fällt. Mhm. Also so, und das ist halt so dieses etwas aus dem Inneren Ja. nach außen zu bringen, aber nicht einfach so, weil ich über mich erzählen will, sondern weil du hast, wenn du nicht teilhaben kannst an Dingen, hast du sehr viel Zeit zu beobachten. Und ich glaube, dass ich das als Kind, als Teenager und auch als Heranwachsende immer hatte, weil ich nie Teilhabe haben konnte. Ja, ich finde das sehr interessant, was du sagst, weil das total resoniert mit mir. Und ich glaube, dass wirklich ein sehr zentraler Punkt ist, den man braucht, wenn man mit Schreiben sein Geld verdienen will, ist, dass man es sowieso tun würde. Dass es aus einem herauskommt, weil es eine Form von einer Sprache ist, die man auf einem anderen Weg gar nicht hat. Weil das hatte ich ja erzählt, das war bei mir genauso, dass ich geschrieben habe, weil ich mich eher stumm gefühlt hatte, weil ich das Gefühl hatte, ich habe eben auch nicht die Sprache dafür, wenn ich aus sprachlichen Gründen ausgeschlossen werde oder eben, weil ich vielleicht ein bisschen anders aussehe als die anderen. Und das für mich eine Form der Therapie tatsächlich war, ohne dass ich gewusst habe, was es ist. Aber für mich Schreiben seitdem eben zu meinem Leben gehört. Und ich glaube, wenn man das nicht hat, dann ist Schreiben schwer für einen. Und dann wird's oft zur Qual, weil manchmal kommst du natürlich in Schreibblockaden oder du hast krasse Deadlines oder es läuft gerade einfach nicht so oder es ist zu viel oder was auch immer. Und dann muss man trotzdem immer oder es hilft, diese Liebe zum Schreiben zu haben und sich dann nicht auch da noch quälen zu müssen. Also ich glaube, das ist super, super wichtig und macht das Leben auf jeden Fall schön, weil man dann irgendwann eben da sitzt und mit dem Schreiben, was man sowieso machen würde, auch plötzlich sein Geld verdient. Ist es nicht großartig? Ja, also ich finde sowieso, es sollten alle schreiben oder irgendeine Art von Ausdrucksmittel für sich selber finden, um sich einfach, ja, um den Alltag irgendwie zu überwinden. Und ich glaube, Schreiben hilft sehr vielen Leuten. Auch wenn wir es gerne machen, ist es am Ende dann nichtsdestotrotz ein Job. Ne? Also du musst liefern, du hast sehr viele Deadlines und so weiter. Also das soll gar nicht abschreckend sein, sondern es ist ja auch so, wir haben uns ja professionalisiert in dem, was wir jetzt machen. Ne? Ja. Es ist ja nicht nur ein Hobby geblieben, sondern es ist halt dann eben eine Profession, mit der du dein Geld verdienst. Und wenn du damit gerade kein Geld verdienen kannst, musst du dann einen anderen Brotjob machen. Ja. Deshalb brauchst du da auch, finde ich, immer so einen Plan B. Was ist, wenn ich jetzt halt 6 Monate keinen Job habe im Schreiben oder vielleicht ein Jahr oder vielleicht 2 oder 3 oder 4? Und da dann parallel weiter zu üben und zu trainieren und so weiter und trotzdem Geld zu verdienen, um eben einfach zu überleben, sind halt auch sehr wichtige Punkte. Also für den Einstieg gibt es einfach wirklich unfassbar viele Wege. Und ich glaube, was da vielleicht hilfreich sein kann, ist einfach beobachten und gucken, wen könnte man ansprechen, mit wen könntest du dich zusammentun, um nicht nur eine Allianz zu bilden, sondern auch vielleicht eine Art Mentorin oder Mentor zu finden, eben einfach auch schreiben und dich informieren, lesen. Wir haben eben über Bücher gesprochen. Es gibt ja auch ganz viel Literatur zum Schreiben. Gibt es da ein Buch, was du so wärmstens empfehlen könntest? Also es gibt wirklich sehr viele Bücher übers Drehbuchschreiben und ich glaube, egal welches man davon wählt, einfach um einen Einstieg zu finden, ist es total fein. Ich bin kein großer Fan von diesen Büchern, weil die im Prinzip immer dasselbe erzählen. Deswegen kann ich dir jetzt gar nicht das eine nennen, weil ich finde, vom Prinzip her sind die alle gleich. Wenn man es einmal verstanden hat und wenn man schon ein bisschen weiter ist, habe ich tatsächlich ein Lieblingsbuch, was The Sequence Approach heißt, wo es um die 8 Sequenzen geht. Und das macht aber erst Sinn, finde ich, wenn man so ein bisschen schon was über das Drehbuchschreiben versteht, weil mir das total geholfen hat, von einem Kurzformat ins Langformat zu gehen, weil man kennt die 3-Akt-Struktur, man kennt irgendwie die Heldinnenreise und wenn man irgendwie einen 10-Minüter geschrieben hat oder einen 20-Minüter, dann ist es alles irgendwie knackig und fluffig so und plötzlich soll das irgendwie über 90 bis 120 Minuten funktionieren und dann kommt diese lange Durststrecke im 2. Akt und da hat mir das total geholfen, das Ganze wieder in
Kurzfilme zu unterteilen und zu sagen, okay, ich unterteile meinen 90 Minuten in 8 kleine Kurzfilme und jeder Kurzfilm hat so seine eigene Reise. Also in so Sequenzen. Ja, richtig, genau. Deswegen das Sequence Approach. Und das fand ich, für mich hat das auch nochmal irgendwie eine krasse Tür aufgemacht, wo ich danach sehr viel mehr verstanden hatte. Von daher ist dieses eine Buch für mich sehr, sehr viel wert. Und alle anderen, finde ich, da kann man sich die Bewertung durchlesen und gucken, was einen da am meisten anspricht. Es gibt so diese klassischen von Robert McKee, Story. Bin ich persönlich aber auch kein Fan von. Mir ist das alles immer ein bisschen zu viel Rumgelaber. Ich bin eher ein Fan davon, wirklich Filme zu gucken, Serien zu gucken und selber zu analysieren. Warum fand ich das jetzt gerade gut oder warum hat mir das jetzt gerade nicht gefallen? Und dabei auch zu lernen, was ist eigentlich persönlicher Geschmack und was ist tatsächlich Handwerk. Was ist tatsächlich handwerklich nicht gut gemacht und ist es handwerklich nicht gut beschrieben oder ist es handwerklich nicht gut inszeniert oder ist es ein sehr niedriges Budget und deswegen fühlt es sich so an oder wollte es mehr, als es sein kann. Also wirklich einfach sich das anzuschauen. Und ich finde, für mich ist das die bessere Filmschule oder auch im Netz mal nach Drehbüchern tatsächlich zu gucken, die man lesen kann. Auf Deutsch gibt es nicht so viele, es gibt mehr englischsprachige. Es gibt, glaube ich, von der Filmakademie, von der Deutschen Filmakademie gibt es immer die Drehbuchnominierten Bücher gibt es zu lesen. Also da einfach mal auch reinschauen. Deswegen, ich bin gar kein so ein Fan von so Drehbuchbüchern. Hast du denn ein Lieblingsdrehbuchbuch? Ich finde das super, dass du das sagst, weil ich habe, mein Dozent wird das mit Sicherheit hören. Ich bin immer so ein bisschen getriggert, wenn jemand sagt, mit welchem Buch arbeitest du? Aha. Ich kriege das immer gesagt, eine Macherin. Und im Drehbuchschreiben bist du das auch, so wie ich das raushöre. Ich finde Struktur gut und ich beschäftige mich auch damit. Aber ich finde, wenn es zu dogmatisch wird und man nur nach Struktur arbeitet, dann entsteht halt immer die gleiche Grütze sozusagen. Absolut. Und ich weiß noch, ich habe beim Kolloquium, als ich gefragt wurde, wie ich denn meine Serie entwickelt habe ich ganz frech einfach geantwortet, dass ich da nach Erfahrung gegangen bin. Welcher Art? Welche Erfahrung? Einfach meine Erfahrungswerte, weil ich so genervt davon bin, wenn man gefragt wird, nach welchem Modell arbeitest du denn? Und ich denke so, ja, es gibt viele Modelle und das entsteht einfach ganz viel, was repetitiv ist, weil es eben nach bestimmten Modellen funktioniert. Und wenn wir nicht ausbrechen daraus, dann haben wir halt immer die gleiche Erzählform und das ist halt auch eine sehr eurozentristische Form. Also ich kann ein Buch empfehlen, was ich vor Ewigkeiten im Bachelorstudium schon gelesen habe. Das heißt Save the Cat, weil ich finde, das ist sehr einfach zugänglich und es erzählt sehr strukturiert, was du brauchst. Und das kann ich empfehlen, weil ich glaube, dass wenn du nicht durchs Gucken nicht alles verstanden hast, wie eine Erzählform funktioniert, wie es aufgebaut ist, was du daran magst, vielleicht auch technisch, wie es umgesetzt ist, also technisch im Sinne von, wie es vielleicht geschrieben ist, dann kann ich das einfach empfehlen, das auch als Vergleich zu nehmen mit dem Film oder der Serie, die man geguckt hat. Und es gibt ja tatsächlich einfach unfassbar viele YouTube-Videos. Ich weiß nicht, ob du die auch manchmal guckst, aber ich finde es immer sehr interessant. Ich finde das auch sehr motivierend. Ich mache das sehr oft, wenn ich Schwierigkeiten habe, anzufangen zu arbeiten oder gerade irgendwie eine Blockade habe oder was auch immer. Dann gucke ich mir irgendwelche YouTube-Videos an. So schreibt man ein gutes Drehbuch. Finde ich richtig, richtig wertvoll, weil die sich viele da wirklich viele Gedanken gemacht haben und das einen total motivieren kann, finde ich, und einen auch nochmal irgendwie auf irgendwas stößt, was man vergessen hat. Was glaubst du denn, was sind die großen Schwierigkeiten, auf die man stößt, wenn man versucht, in diese Branche einzusteigen? Also ich glaube, es gibt einfach richtig, richtig viele verschlossene Türen. Es ist eine sehr exklusive Szene. Vielleicht manchmal auch eine prätentiöse Szene, falls ich das so sagen darf. Darfst du nicht. Müssen wir rausschneiden. Die Zugänge sind einfach schwer, weil die Szene hat viel Geld, aber die Projekte haben an sich wenig Geld. Ja. Und ich glaube, es ist auch aus produzentischer Sicht, das müssen wir auch fairerweise sagen, es ist immer ein Risiko, Leute reinzunehmen, die noch nicht viel Erfahrung haben. Ja.
Und ich glaube, deshalb musst du sehr viel pro bono machen, bis du dahin kommst, wo du sein möchtest, was auch immer das ist. Ja. Erfolgsfrage ist nochmal eine andere. Aber bis der Einstieg dir so gelingt, dass du sagen kannst, du saßt in einem Writers Room oder es wurde irgendwas von dir optiert oder wie auch immer, dauert es, glaube ich, einfach ewig. Und das liegt nicht unbedingt daran, dass du schlecht bist, sondern das liegt vielleicht daran, dass du schlecht vernetzt bist. Das liegt vielleicht daran, dass du zu wenig Erfahrung hast. Ja. Das liegt vielleicht daran, dass dein Genre gerade einfach nicht gefragt ist. Das liegt vielleicht daran, wie bei mir letztes Jahr im Studium. Ich studiere Serial Storytelling, Serienschreiben, mache meinen Abschluss und dann heißt es, ups, die Serienbubble ist geplatzt. Also das kann ganz viele Faktoren haben. Ich glaube, und das kann ich auch allen nur ans Herz legen, die Drehbuch schreiben wollen, herauszufinden, was du am Drehbuchschreiben magst und worin du im Drehbuchschreiben stark bist. Weil wenn du dann Schwächen hast, kannst du dir Leute dazu holen, die andere Stärken haben. Weil vielleicht bist du super gut im Dialoge schreiben, aber vielleicht bist du nicht so gut im Treatment schreiben. Und dann versagt eigentlich schon so dein Stoff, bevor er die Chance bekommen hat. Und da einfach auch selbstkritisch zu sein und zu analysieren, was mache ich richtig, was mache ich falsch, was macht vielleicht Steffi richtig, was macht Vittore vielleicht falsch und daraus auch zu lernen und das zu analysieren. Ich glaube, also sehr viel einfach auch mit sich selbst zu arbeiten und dann eben den Zugang zu suchen zur Branche und zu gucken, kommst du über Praktika rein und so weiter. Weil Hürden gibt es ganz viele. Die sind, da fängt es ja schon bei den Ressourcen an, wer kann studieren, wer kann nicht studieren, wer hat die Kontakte, wer ist in die Branche reingeboren worden. Es gibt bestimmt auch welche, die versehentlich reinrutschen, denen ich das sehr gönne. Aber es gibt so verschiedene Hürden und ich glaube einfach, wenn du dich selber damit beschäftigst, wo stehst du gerade, was willst du machen, warum willst du Drehbücher schreiben, was sind deine Stärken, was sind deine Stoffe und wenn du genau das so für dich manifestiert hast und fest sagen kannst, so das und das will ich werden, dann kannst du, glaube ich, an Türen klopfen und dann brauchst du aber trotzdem den Plan B, um Geld zu verdienen. Und ich glaube, wenn du dann an die Tür klopfst, dann kannst du auch nicht mit leeren Händen dastehen. Also was ich hatte, als ich aus der Filmhochschule rausgekommen bin, war Pitches, die ich geschrieben hatte, so für mich. Ich glaube, ich hatte 3 bis 5, ich weiß es gerade nicht mehr so genau, es waren mindestens 3. Einer davon war übrigens mein Netflix-Film, der 10 Jahre gebraucht hat, von ich schreibe den Pitch zu, der wird ausgestrahlt. Wow. Also du hast den während des Studiums geschrieben und 10 Jahre später wurde er produziert. Also im Studium hatte ich den ersten Pitch geschrieben und das war eben einer der Pitches, mit denen ich dann rausgekommen bin aus der Filmhochschule und habe den aber eben nicht im Rahmen des Studiums geschrieben, sondern ich hatte einfach eine Idee, wo ich dachte, das klingt doch lustig. Findest du 10 Jahre sind viel? War das für dich so ein sehr langer Atem oder war es für dich so, passiert halt einfach so? Also wenn du sagst Stärken und Schwächen, meine größte Schwäche ist, dass ich keine Geduld habe. Von daher, es waren die längsten 10 Jahre ever. Nee, also man muss unbedingt Geduld haben in dieser Branche. Man muss unbedingt einen langen Atem haben, gerade als Drehbuchautorin, weil es einfach wirklich lange dauern kann. Und zum Glück aber bin ich eben nicht in diese Serienblase hinein ausgebildet worden, sondern davor, als es das nicht gab. Uns wurde immer gesagt, ihr seid 10 Drehbuchstudierende, von euch schaffen es 2. Und es gab auch gar nicht diese Formate. Das heißt, ich habe halt einfach überlegt, was finde ich gut und was würde ich gerne machen und habe geschaut, wen gibt es da, der diese Dinge auch schon umsetzt. Und es waren nicht so viele und dann habe ich bei denen geklopft und habe mit denen gesprochen und hatte eben aber diese Pitches auch schon in der Tasche und hatte zusätzlich auch noch mein Diplom-Drehbuch, was eben schon bewiesen hat, dass ich schon mal einen 90er geschrieben habe. Der war, glaube ich, nur so okay. Aber damit habe ich dann auch eine Agentur gefunden. Auch das ist ein Weg, eine Agentur zu finden, die einem dann auch nochmal helfen kann, Türen zu öffnen. Da würde ich ich war für den Start bei einer kleinen Agentur, die auch ein bisschen mehr davon abhängig ist, dass
man selber auch Arbeit findet, als wenn man direkt in eine große Agentur kommt, die sehr viele Klienten hat, wo es dann ein bisschen schwerer ist, dann so die Kontakte herzustellen. Das heißt, das war für mich sehr viel wert, dass ich in einer kleinen Agentur war am Anfang, die eben auch ein bisschen Akquise für mich gemacht hat, so wie man sich das vorstellt, worüber ich dann auch Leute kennengelernt habe, woraus dann auch wieder was entstanden ist. Und tatsächlich 3 von diesen, ich hatte nur 3 Pitches. Der eine war eben mein Netflix-Film, ist dann daraus geworden. Das zweite Projekt ist immer noch in der Mache, ist nicht tot. Ich glaube, das dritte Projekt ist ein bisschen tot. Das ist nicht mehr ganz so aktuell. Aber finde ich immer noch eine gute Ausbeute. Aber dass man sich sowas ran schafft, dass man eine Art Visitenkarte hat, sei es jetzt irgendwie ein Kurzfilm, den man gemacht hat oder eben ein Drehbuch, das man geschrieben hat oder eben so ein Ideenpapier von unterschiedlichsten Stoffen, damit auch die Person, an deren Tür man dann klopft, auch versteht, wofür steht man eigentlich, was hat man Lust zu schreiben, wo ist da die Stimme dahinter, was sind die Themen, die diese Autorin oder dieser Autor mit sich bringen. Und von daher kann ich das auch nur empfehlen. Ja, das ist beim Einstieg, finde ich, relativ schwierig, da irgendwie für alle eine Antwort zu finden. Absolut, weil das ja auch das Schöne an der Filmbranche ist, dass es so viele Wege geben kann. Das heißt, total. Vielleicht haben wir jetzt auch noch irgendwas nicht gesagt, was jemand anderes aber so erlebt hat. Schreibt es aber gerne einfach in die Kommentare, wenn ihr da einen sehr außergewöhnlichen Weg gemacht habt und das mit uns teilen wollt. Ja. Freuen wir uns natürlich sehr darüber. Steffi, das war unsere erste Folge mit Writer State. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon sehr auf die nächsten Folgen. Ich mich auch. Und wenn es euch auch Spaß gemacht hat und ihr noch mehr hören wollt, dann könnt ihr uns folgen, überall, wo es Podcasts gibt. Und es gibt auch einen Instagram-Account, der heißt writerstatement_podcast. Da könnt ihr uns super gerne Feedback schreiben oder auch Themen, die euch interessieren, die wir besprechen können sollen. Und schickt uns gerne auch einen Daumen hoch. Und hört uns gerne mit Freundinnen, diskutiert unsere Themen. Und das war's heute von uns mit Writer Statement. Tschö.